Herzlich willkommen zu meinem heutigen Lichtimpuls. Hier einmal wieder königlich, was genau zu dem passt, was heute durch mich hindurch zu dir kommen will. Wir haben gelernt in dieser Gesellschaft, dem, was wir wirklich wollen, im Außen zu folgen. Beziehungsweise die Dinge, die wir brauchen, die wir suchen, die wir tun wollen, im Außen zu erfahren, dem nachzurennen. Wir haben gelernt, dass es um Außen geht, dass die Realität außen stattfindet, dass wir einer Gesellschaft folgen müssen, um richtig zu sein, um anerkannt zu werden, dass wir Standards brauchen, um etwas zu sein, dass Dinge im Außen und nur im Außen uns das geben, was wir wirklich suchen. Eine Beziehung, Geld, alles das, was wir uns vielleicht wünschen. Ein schönes Leben, Freude, Leichtigkeit. Jeder sucht das. Zumindest jeder sucht dieses Gefühl, dass er tief erfüllt sein kann. Freude hat, Leichtigkeit, Frieden, miteinander. Vielleicht nicht jeder ist so kühn und erlaubt sich wirklich voll zu sagen, okay, ich will das ja eigentlich wirklich, weil er sagt sich, okay, mein Leben ist vielleicht ganz beschissen und das ist viel zu kühn, wenn es mal wenigstens Geld gibt oder irgendwie so ein paar Kleinigkeiten. Dadurch, dass unsere Gesellschaft so aufgebaut ist und unser Schulsystem so aufgebaut ist, unsere Studien, alles, was es gibt, dass man sozusagen, ich sage jetzt mal, gut sein muss, in der Schule um gute Noten zu haben oder bestimmte Dinge erfüllen muss, Geld haben muss, damit man sich ein Haus und Auto leisten kann, dass man einen guten Job hat, was weiß ich, ja. Viele, die jetzt hier zuhören, wissen ja sowieso schon, okay, ich will ja ganz was anderes, als jetzt einen Job machen, zum Beispiel nur damit ich Geld verdienen kann, sind ja schon längst auf dem Weg in eine ganz andere Richtung. Aber auch viele wissen gar nicht, wo es wirklich genau hingeht, worum es tatsächlich geht, was wollen sie wirklich, wofür sind sie da, was ist entscheidend. Überlebensmodus in kurz und klein, klar und deutlich ausgedrückt. Wo stehst du? Rennst du dem Außen nach? Tust du bestimmte Dinge, damit du das Außen erfahren kannst, was du haben willst? Erfolg, gesehen werden, gebucht werden? Wo verleugnest du dich? Tust Dinge, die du eigentlich gar nicht tun willst, damit du endlich gesehen wirst. Damit du endlich glücklich bist, damit du endlich den Partner hast, den du dir schon immer gewünscht hast, damit du endlich das Leben leben kannst, von dem du träumst. Kannst du dich da in meinen Worten wiederfinden? Solange wir das Außen suchen,
werden wir es immer suchen. Kein Urlaub, kein schöner Platz, kein Ort der Welt lässt sich über Außen ansteuern und halten. Keine Partnerschaft. Wenn ich denke, ich brauche die richtige Partnerschaft, dann bin ich soweit. Wenn ich denke, ich habe genügend Geld, dann kann ich endlich so leben, wie ich leben will. Wenn ich denke, genau, du hast mich verstanden. Du spürst, was ich sage. Solange ich warte, suche im Außen, dass irgendetwas, was ich dann erreicht habe, ich habe zum Beispiel die richtige Anzahl endlich von Leuten, die mich sehen, die mich wahrnehmen, die meine YouTube-Videos lieben. Solange ich warte oder sehne mich danach, dass ich etwas habe oder erreicht habe, damit ich endlich glücklich bin, lebe ich eine Falle. Eine Falle aus dem Verstand. Das Ganze kommt aus dem Verstand. Unsere Gesellschaft ist auf dem Verstand aufgebaut. Die Werte sind auf dem Verstand aufgebaut. Alles, was auf dem Verstand aufbaut, ist im Grunde genommen so, dass es uns aus dem, was wir wirklich sind, komplett raushält. Nämlich alles zu sein. Dadurch, dass wir nach außen suchen und uns ausdenken, was uns erfüllen könnte, und dem hinterherrennen, rennen wir, funktionieren wir, sausen wir, suchen wir, sind wir immer wieder im unerfüllten Bedürfnis, im Leck, im Nichthaben, im Unbefriedigtsein. Kein Friede, Ärger drumherum. Die Menschen verstehen mich nicht, hören mich nicht, sehen mich nicht. Was weiß ich. Ich kann nicht, ich habe nicht, ich bin nicht gut genug, ist dann der Endschluss, den sich der Verstand daraus macht. Dabei ist hier genau das Geheimnis, alles zu erreichen. Energie erschafft Realität. Wenn ich die Energie von Suchen und Nicht-Haben habe, renne ich eine Ewigkeit dem hinterher, was ich nie so erreichen kann. Ich durfte in meiner Modekarriere mit sehr vielen, sehr reichen Menschen zu tun haben. Meine beste und erste Kundin überhaupt gehörte zu den 10 reichsten in Deutschland. Sie hatte so viele zu Hause, eine Managerin, die ihr das ganze Leben organisiert hat. So viel, unbeschreiblich viel Geld und ein so schwieriges Leben. Sie sagte zu mir, das Einzige, was ich mir wirklich wünschen würde, wäre einmal nicht folgen müssen den ganzen Programmen, die über außen immer angefragt sind, sondern einfach nur Ruhe in einem einfachen Häuschen haben und nichts tun müssen. Definition von Luxus. Es lässt sich das, was wir im Kern suchen, nicht über außen finden. Und gleichzeitig ist es das Entscheidendste und der entscheidendste Motor, der uns im Leben in Gang hält, nämlich die wahre Kehrtwende zu machen, wenn wir das verstehen, nach innen, dass innen schon alles da ist.
Schau, es geht um Gefühle. Erzähl mir mal, was macht dich tief glücklich? Es ist ein Gefühl, kein Gedanke. Es sind vielleicht Situationen, die du erfährst, die dich tief glücklich machen. Jetzt ist es so, solange ich das gebunden habe an einen Ort, an einen Partner, an etwas im Außen, bin ich abhängig. Denn wenn der Partner weg ist oder das Außen nicht mehr da ist oder anstatt Sonne es plötzlich gießt und mein Haus wegrollt, ist das Glück im Eimer. Es ist nicht im Außen zu finden. Aber in dem Moment, wo ich erkenne, Glück, Reichtum, Freude, Leichtigkeit, Erfülltsein sind Gefühle, die ich im Innen ansteuern kann und in mir erzeugen kann, habe ich auf einmal den freien Zugang zur freien Energie auf dieser Erde erlangt. Was heißt das? Ja, tatsächlich freie Energie. Weißt du, wie viele Jahrzehnte es bereits freie Energie eigentlich auf dieser Erde gibt, die suppressed, unterdrückt wird von der Regierung und von den Ölgeschäften und so weiter, von denen, die alle Geld machen wollen, die das absolut nicht zulassen. Dabei gibt es so viele Maschinen bereits, die die ganze Welt mit freier Energie versorgen könnten. Aber logisch, es geht nicht um Außen. Es muss innen gefunden werden, dann kann es im Außen da sein. Ich kann tun, was ich will im Außen. Ich werde es im Außen niemals erreichen können. Ich muss es im Inneren begreifen, ansteuern, erzeugen. Und es wird sich im Außen spiegeln. Da, wo ich lebe, auf der tropischen Insel, ist immer noch und war über Jahrzehnte mein innerer Ort. Mein Ort, wo ich hingegangen bin, jeden Tag, um den Frieden und die Leichtigkeit und die Freude in mir zu finden, die ich gebraucht habe. Mein innerer Ort war eine tropische Insel. Schneeweißer Sandstrand, kristallklares Wasser, die Delfine sind herumgesprungen, die Palmen, die Sonne, die Wärme, Blumen und alles, was ich liebe. Daraus haben sich aus Impulsen meine Wände bereits in Europa mit Dschungeltapete bis unter die Decke 4 Meter hoch tapeziert und entsprechende Bilder, Fototapeten an die Wände geklebt. Ich habe meine Mode meinen Träumen entsprechend gestaltet. Ich habe mich jeden Tag mit meinen Träumen von ihnen beschäftigt und aus dem die Freude und die Begeisterung gezogen, die ich immer habe. Ich bin 34 Jahre mit meinem wunderbaren Ehemann zusammen. Und wenn du ihn fragst, wie das ist mit mir, warum ich eigentlich immer so fröhlich bin, wird er dir sagen, ja, das ist immer so gewesen. Aber warum? Weil ich dieses Element des Innenerzeugens offensichtlich schon mitgebracht habe. Und mich immer im Inneren um das gekümmert habe, was ich liebe. Sodass meine innere Story dem entspricht, was ich liebe. Und das hat mir das in die physische Realität erschaffen. Darum bin ich in dieser Welt heute und lebe das ganze Jahr im Sonnenschein, weil auch meine Laune nicht mehr in Regen, Tiefen und Kälten abgleitet, sondern ich konstant in dieser Energie bin, weil ich sie von innen erarbeitet habe. Und hier liegt das gesamte Geheimnis dieser Erde. Dieser Punkt, diese Dinge von innen anzusteuern, ist
gratis, ist in dir, kann jeder tun. Wenn ich das tue, investiere ich in das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Die Medien und viele Dinge nützen diese Fähigkeiten und ziehen sie genau in die umgekehrte Richtung, in alles Angstmachende, in all die Dinge, die wir nicht haben wollen, in komplett unsere Kraft verlieren. Was es auch immer ist, wann immer es negativ ist, wann immer es dich runterzieht, wann immer es dir die Kraft aus dem Blute saugt, geht es darum, aufzuwachen und dich zu fragen, wem gebe ich meine gesamte Macht jetzt? Dem, was ich will oder dem, was ich nicht will? Ich erschaffe jeden Augenblick. Ich kann gar nicht erschaffen. Es ist nicht möglich. Bin ich in der Lage, bewusst das zu erschaffen, was ich haben will? Oder bin ich immer noch dabei, den Mangel zu erschaffen von dem, was ich so sehr suche und liebe? Und damit all das, was ich wirklich haben will, weit wegschiebe. Genau das ist der entscheidende Punkt, auf den es ankommt. Das ist absolut wesentlich zu wissen. Und genau um diesen Punkt geht es hier in deinem Leben. Du hast mich verstanden. Wenn du das Gefühl hast, dass das für dich wesentlich ist, freue ich mich von ganzem Herzen, wenn du dieses Video teilst, likest und runterschreibst, was es genau mit dir gemacht hat. Danke dir vom Herzen und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal.